Ich kenne Männer, die sind total tough. Ich bin heute in der Feuerwehr und frage die freiwilligen Kameraden, was ist das Schwerste in der Arbeit als Feuerwehrmann? Das Schwerste an der Arbeit bei der Feuerwehr ist für mich persönlich, mit den leidvollen Menschen umzugehen. Also das zu sehen beim Verkehrsunfall zum Beispiel, das zu trennen im Privaten. Die Herausforderungen sind ganz verschieden. Thorsten hier organisiert die Ausbildung und für ihn ist der Zusammenhalt im Team die größte Herausforderung. Also ich bin hier der Ortswehrführer in Luckenwalde vom Löschzug und meine Aufgabe ist es, die ganzen Charakteren hier unter einen Hut zu bringen und alle bei Laune zu halten und um somit praktisch zu sorgen, dass die Leute mit Lust und Laune zum Einsatz kommen. Na klar, ecken die Kameraden und Kameradinnen manchmal an. Und ohne die Unterstützung der Familie geht's auch nicht. Feuerwehr, Mann sein bedeutet natürlich erstmal viel Freude, viel Kameradschaft, aber das ist natürlich auch ein Hobby, weil es ist ein ehrenamtlicher Job. Die Freiwillige Feuerwehr kommt, wenn es brennt und brennen kann es jederzeit. Das heißt, man muss sich jederzeit zur Verfügung stellen und dann auch mal den Abendbrottisch verlassen und die Familie verlassen und das ist schon die größte Herausforderung und deswegen können wir unseren Kameradinnen und Kameraden so unglaublich dankbar sein. Schwerst an der Arbeit bei der Feuerwehr ist den Leid zu sehen von den Leuten, die Hilfe brauchen. Das ist das Schwerste. Das Schwerste wäre, wenn was mit Kindern wäre, weil man selber auch Familienvater ist und alles, was mit Kindern zu tun hat, bleibt einfach immer das Schwerste, was wir überhaupt haben. So verschieden ist der Feuerwehrdienst aus Sicht dieser Männer. So unterschiedlich ist, was sie bewegt, worüber sie manchmal seufzen. Letztes Jahr wurde ich als Seelsorger zur Feuerwehr gerufen. 17 Menschen konnten sie in einem Brand retten, einen Menschen nicht. Wir haben darüber geredet, was sie erlebt haben, damit das Seufzen raus kann und sich nicht in der Seele einbrennt. Das Gute ist, dass der Zusammenhalt der Kameradinnen und Kameraden viel Vertrauen schafft. Die starken Männer, die scheinbar alles aushalten, trauen sich, über das zu reden, was sie belastet. Oft mit bissigem Humor, manchmal mit derben Flüchen, manchmal mit Tränen. Und ich erlebe, dass dann die Heilung der Seele beginnt. Dass es uns gut tut, den Schmerz zu teilen und die Angst, dass wir das gemeinsam tragen können. Wo die Feuerwehr kommt, wenn es knallt und brennt, um zu retten, wo ich als Seelsorger komme, wenn es innerlich brennt und nichts mehr Sinn macht, überall da sehe ich Spuren von Gottes Wirken. Ich fühle mich getragen, wenn ich dem Leid begegne. Ich erlebe, wie die Liebe die Menschen heilt und Gebrochenes zusammenfügt. Das bedeutet für mich die Gebetszeile im 38. Psalm. Gott, du weißt, was ich brauche. Ja, du kannst es abschätzen. Und du hörst, wenn ich stöhne, wenn mein Herz vor Schmerz abgeht. Du gibst Menschen die Kraft für die Arbeit in der Feuerwehr und in der Seelsorge. Du schickst sie. Du hörst die Not. Du kommst selbst trösten. Du bist da. Gott sei Dank.